Ich habe mich immer so ein bisschen nicht auf eigene Augenhöhe gefühlt. Also gefunkt hat es definitiv nicht am Anfang. Du hast mir immer versprochen, nach 7 Jahren wird's anders. Ja, da wurde es ja zwangsläufig anders. Du hast dann irgendwie vergessen, dass ich ja da auch noch da bin. Dann hast du natürlich wen anders kennengelernt. Ja, aber das ist ein paar Jahre dazwischen. Naja, aber darum haben wir uns getrennt. Liebst du mich noch? Also ich liebe dich noch. Und du? Hi, ich bin Bernie, ich bin mit Dennis heute hier. Dennis ist mein Chef, mein WG-Partner und mein Ex-Partner. Und Dennis bedeutet für mich ein Stück weit Familie. Hi, mein Name ist Dennis. Ich bin mit dem Bernie hier, mit dem ich zusammen wohne und arbeite. Und trotz, dass er mein Ex-Partner ist, ist er der Mann meines Lebens. War es für dich Liebe auf den ersten Blick? Nein. Nein, das war es definitiv nicht. War es nicht bei dir, glaube ich, auch nicht viel anders, oder? Nee, ich hatte mir immer im Kopf eigentlich einen anderen Typus mal vorgestellt. Also eigentlich komplett das Gegenteil irgendwie. Ich meine, wir haben uns ja kennengelernt Über Heiko. Über Heiko, Also genau. letztendlich. Über Heiko, ein Freund aus Frankfurt. Frankfurt. Und der hatte ja damals mich angerufen und hat gesagt, hey, ich kenne da jemanden, der ist auch Friseur. Da habe ich gesagt, super, noch so einer, das kann echt nicht sein. Naja, damals, wo wir uns kennengelernt haben, wir haben ja 10 Jahre Unterschied. Mhm. Egal wie viele Jahre vergehen, sind immer 10 Jahre. Natürlich war ja 17, irgendwie, ich war ja vom Land irgendwie und dann kam einer aus der Stadt irgendwie und habe natürlich schon irgendwie auf eine gewisse Faszination gehabt und auch hochgeschaut. Hab mich, aber wenn ich jetzt im Nachhinein zurückverfolge, ich habe mich immer so ein bisschen nicht auf eigene Augenhöhe gefühlt, die ersten Jahre. Das hast du, glaube ich, auch gemerkt und auch ausgenutzt. Ja, nein. Doch. Also würde ich schon sagen. Irgendwie. Okay. Es gab, glaube ich, so einen Wendepunkt mit 28, wo wir dann echt so, wo ich dann einfach es beendet habe. Die Beziehung letztendlich. Ja, aber wir haben es ja gut hinbekommen. Also. Ja, wir haben es viel besser hinbekommen als vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mir war es da auch. Also, wo ich dich gesehen hatte, dachte ich mir so, ui, ui, ui. Du hast gesagt, ich war sehr schwul. Ja, warst du ja auch. Also gefunkt hat es definitiv nicht am Anfang. Aber dann schon irgendwie, weil ich habe mich dann wohl mit dir gefühlt. Wahrscheinlich, weil wir so unterschiedlich waren. Aber es wird halt immer schwarz-weißer mehr. Ja, das stimmt. Aber das macht uns gerade aus, finde ich. Dieses Yin und Yang. Also du bist der SpongeBob und ich bin der Thaddäus. Stimmt. Und das ist eben das Schöne an uns beide. Was waren wir füreinander, was sind wir heute füreinander? Ja, ich glaube, du warst so meine zweite große Liebe. Würde ich auch sagen. Also das war, ich hatte ja davor... Ja, für dich war es schon auch ein Spiel. Ja, anfangs war es ein Spiel. Ja. Anfang war es wirklich ein Spiel, aber ich hätte auch nie gedacht, dass aus diesem Spiel mal wirklich so was Ernstes wird. Ja, das stimmt. Ja. Zumal wir uns ja am Anfang gar nicht leiden konnten. Nee, aber für mich warst du wirklich der Mann meines Lebens und bist der Mann meines Lebens. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir mit dem, was wir alles durchgelebt haben, ich glaube, das haben wenige, auch gerade in unserer Szene. Naja, okay, wir leben jetzt ja schon 19 Jahre zusammen. Also, du warst ja irgendwie mein Partner, du warst mein WG-Mitbewohner, mein Chef, mein Ex, meine Familie, irgendwie alles, ja. Auch das, was wir miteinander erlebt haben und dass wir einfach füreinander auch da sind. Ja, es waren halt doch verschiedene Facetten, wo man sich dann neu kennengelernt hat und neue Blickwinkel auf den anderen gesehen hatte. Mhm. Ja. Das ist wahr. Oh. Was empfindest du für mich und glaubst du, ich fühle genauso? Also jetzt so im ersten Moment bei der Frage kommt mir so das Gefühl, du bist einfach echt, gehörst zu meiner Familie dazu, bist wie mittlerweile mein großer Bruder. So, das war jetzt mein erstes Gefühl. Ja. Beziehungsweise habe ich auch immer das Gefühl, dass meine Mutter dich mehr mag wie mich. Oder kaum hast du einen Wunsch, kriegst du alles erfüllt und ich nicht. Schwiegermutters Liebling. Du bist einfach mein größtes Übungsfeld.
Übungsfeld und Minenfeld wahrscheinlich. Ja. Nee, für mich ist es auch so, ich empfinde für dich auch eine ganz, ganz tiefe, enge Verbundenheit. Und das, was wir so haben, das muss man sich wirklich erarbeiten. Ich glaube, viele scheitern daran, weil sie vorher eine Beziehung aufhören oder abbrechen, unterbrechen. Und dann ist es einfach für mich so, wenn die Menschen mehr zusammenbleiben würden, auch nach einer Trennung, dann lernen sie sich doch auf eine ganz andere Basis kennen. Also ich glaube, für mich so, das, was wir haben, würde ich niemals mit niemand anderem jemals bekommen oder so. Ich glaube, so eine Beziehung in so vielen Facetten gibt es, wenn überhaupt, nur einmal auf der Welt. Es ist natürlich auch einfach die Zeit, die das mit sich bringt, die verschiedenen Momente, die man zusammen hatte. Ja. Das ist wirklich so. Warum haben wir uns getrennt? Also für mich war ja wirklich so der Wendepunkt deiner Selbstständigkeit. Okay, du hattest für dich die Idee oder die Möglichkeit, dir da ein Geschäft aufzumachen. Und ich bin jetzt nicht so, ich sage, okay, mach das nicht, sondern man muss ja schon irgendwie seinen Weg machen. Aber du hast mir immer versprochen, nach 7 Jahren wird es anders. Und dann nach 7 Jahren hast du dann nochmal ein Geschäft aufgemacht. Ja, da wurde es ja zwangsläufig anders. Ja, da fing es dann an. Ja. Da fing es an. Das war, glaube ich, schon ein enormer Wendepunkt für mich, weil ich schon immer so nach den 7 Jahren gerungen oder gehinkt habe irgendwie und gedacht habe, okay, geil, und dann wird es anders. Und es wird schlimmer. Ja. Aber anders. Nee, und ich denke mal auch, dass da irgendwann kam der Alltag rein und dann lernt man einfach Nee, mal. ich glaube nicht, dass es das mit dem Alltag zu tun hat. Also bei mir schon. Nee. Ja, aber Alltag kann ja auch schön sein. Also ich finde jetzt nicht, dass der Alltag auch was kaputt macht. Also solange man irgendwie für sich schon noch das Gefühl hat, irgendwie, klar, dieses frisch verliebt sein oder so ist nicht mehr da, aber es sind ja andere Faktoren. Aber genau, weil ich hatte eigentlich immer die Hoffnung, dass wir nach den 7 Jahren einfach mal wieder Alltag haben. Das war ja nie der Fall. Also für mich war es dann einfach mal so, dass man dann zu sehr das Geschäft dann in den Mittelpunkt gerückt hat. Oh ja. Ja, meine ich ja eben bei mir, dass dann dieses Interesse füreinander so ein bisschen nachgelassen hat. Da kam auch Naja, ich glaube eher, dass du vergessen hast. Also meine Position ist ja schon so ein bisschen, dass ich im Hintergrund alles regel und manage. Und ich glaube, du hast dann irgendwie vergessen, dass ich ja da auch noch da bin. Ja, stimmt. In dem ganzen Wahn, ich möchte noch weiter oder mehr. Ja, also ich habe mich schon sehr im Mittelpunkt gerutscht, Ja. muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das war auch, dass ich dich dann einfach nicht gewertschätzt habe in der Zeit. Und dann hast du natürlich wen anders kennengelernt währenddessen. Naja, in der Zeit habe ich noch niemand anders kennengelernt. Naja, aber darum haben wir uns getrennt. Ist ja nicht so, dass man dann sagt, so, Ja, aber das ist ein paar Jahre dazwischen. Ich wusste, das kommt jetzt Den Laden gibt es seit fucking 16 Jahren. Ja, aber immer wenn Und nach 7 Jahren, also sprich, dann sind es ja nochmal 9 Jahre, war dazwischen, bevor irgendwie Mr. X oder so kam. Also. Naja, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, immer wenn du so den Boden unter den Füßen verlierst, dann versuchst du ganz weit zurückzugreifen, so wie jetzt. Aber getrennt wir haben wir uns. wir sind ja gerade an dem Punkt, wo es hieß, ab wann für mich der Zeitpunkt war. Und das war halt einfach jetzt länger schon her. Nein, warum haben wir uns getrennt? Genau. Nicht abfahren. Ja, und das ist bezogen auf die Situation mit der Selbstständigkeit mit Überling. Okay. Ja. Magst du noch was sagen? Warum möchtest du mich in deinem Leben haben, auch wenn wir kein Paar mehr sind? Wir führen zwar keine klassische Beziehung mehr, aber für mich bist du einfach derjenige, dem ich am meisten vertraue und wo ich ganz genau weiß, auf den ich zählen kann. Du hast dich gut Ich nerv dich. Ja, das auch, aber auch im positiven Sinne irgendwie. Weil bei dir kann ich die Augen rollen und du weißt, wie es gemeint ist. Ich glaube, umgekehrt ist es nicht viel anders, oder? Ich roll nicht mit den Augen. Nein, aber du brauchst jemanden, der mit den Augen rollt.
Also Aber ich finde, das mit dem Augenrollen kannst du echt mal abgewöhnen. Also das nervt mich bis heute. echt? Okay. Könntest du dir Sonnenbrille aufsetzen und mit den Augen rollen, dass ich es nicht sehe? Dann sitze ich wie Enna Wintour immer am Frühstückstisch dann da. Ja. Mache ich. Nee, aber ich glaube auch, dass wir einfach da... Das ist für mich so der Punkt, wo ich einfach weiß, dass wir beide perfekt miteinander harmonieren. Genauso stark, wie wir uns auf den Nerven gehen, genauso harmonieren wir. Und deswegen glaube ich, bist du schon so mein Lebenspartner. Für mich gibt es da gar keine Überlegung. Das ist einfach eine Tatsache, dass du dazugehörst. Du bist auf jedem Familienbild dabei, bei meiner Family. Irgendwie ist es einfach klar, der Dennis ist dabei. So, also da gibt es für mich gar kein Hinterfragen. Das ist bei mir auch so. Nee, du bist einfach ein Teil von mir, Teil meiner Familie. Und letztendlich bist jetzt schon fast das halbe Leben mit mir zusammen. Also auch wenn ich dich ständig gegen die Wand klatschen könnte oder keine Ahnung was. Also, aber nein, aber gefühlstechnisch gibt es da gar kein Hinterfragen. Das ist einfach eine Tatsache irgendwie. Und ja. Und ich muss auch sagen, dass ich, wenn ich so drüber nachdenke, wenn du jetzt ausziehen würdest oder dieses Stück aus meinem Leben rausnehmen würdest, ich glaube, dann wäre ich echt verzweifelt. Aber ist das dann die Gewohnheit, oder? Ich weiß nicht. Klar, es ist immer ein Stück eine Gewohnheit, finde ich. Aber es ist so eine angenehme Gewohnheit. Es ist so ein Miteinander, so ein Füreinander und das Aufeinander sich verlassen können. Das finde ich. Der wird dann auf einmal weg und das finde ich ganz, ganz furchtbar für mich. Das wird, glaube ich, auch mein Albtraum. Und ich glaube, das ergänzt sich einfach sehr, sehr gut. Vielleicht sind wir uns doch ähnlicher, als wir denken. Dummerweise, ja. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass wir wieder ein Paar werden? Ich glaube, ich könnte es mir vorstellen. Ja, doch, ich könnte es mir vorstellen, aber irgendwie auch nicht vorstellen, weil ich finde, so wie es jetzt ist, einfach so schön. Und wenn wir wieder ein Paar werden würden, dann könnte es das wieder kaputt machen. Okay, die Frage ist, was wäre der Unterschied? Okay, wir haben jetzt keinen Sex mehr miteinander, aber sonst ist es ja eigentlich... Sind wir ja ein Paar, wir sind ja Okay, wirklich... wir haben kein gemeinsames Konto. Nee, das stimmt. Aber haben Paare das zwangsläufig? Nee. Ja, Nee, aber wäre doch schön. Gemeinschaftskonto. Ich habe ja immer gesagt, mach eins. Ja, nee, ich finde es so schön, wie es ist. Und ich weiß nicht, ob ich das ändern wollen würde. Weil nämlich dann, wenn man wieder jemanden kennenlernt oder jemanden interessant findet, dann denkt man sich, oh, finde ich interessant, aber ich darf ja nicht, weil ich habe ja schon einen Partner. Ich finde, nee, ich könnte es mir so nicht mehr vorstellen. Also ja und nein, also vielleicht, wenn wir 105 sind, dass wir dann einfach nochmal so Iris-Apfel-mäßig. Also ich könnte es mir nur mal vorstellen, wenn du 1,80 groß und Glatze wärst. Ja gut, dann, Oh, könntest du dir eine Zukunft ohne mich vorstellen? Also ich glaube, hätte man mich das vor 3 Jahren noch gefragt, hätte ich ja gesagt. Mittlerweile sage ich nein. Ich glaube, früher habe ich das alles noch mal ein bisschen mehr hinterfragt. Ja, ich glaube, also für mich ist ja, glaube ich, schon immer so ein Thema irgendwie, wo bin ich in der ganzen Sache irgendwie und habe aber jetzt bei dem Thema einfach mehr Ruhe drin und weiß einfach, dass das so mein Weg ist, so wie es ist und hinterfrage es einfach nicht mehr. Mich zu begleiten, dass wir beide uns gegenseitig begleiten. Nee, weil wir einfach, also wir sind einfach ein Team. Wir sind einfach ein Team und das ganze Konstrukt Dennis Bernie funktioniert nur in der Zweisam oder in der Konstellation und außer der ganze Freundeskreis, also so funktioniert eigentlich nur mit uns beiden. Aber ich kann mir da eine Zukunft ohne dich nicht vorstellen. Nein. Also momentan. Sollen wir in 10 Jahren noch mal fragen? Ja, genau, kommen wir in 10 Jahren noch mal her und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Liebst du mich noch? Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Ich würde mal sagen, unsere Liebe ist wirklich anders geworden, so dass sie nicht mehr
die klassische willst du mit mir gehen, Kreuz an, ja, nein, vielleicht, sondern es ist wirklich so eine intensive Liebe schon. Das ist eben das, wo ich gesagt habe, dass du der Mann für mein Leben bist. Also ich liebe dich noch. Und du? Ich liebe dich auf jeden Fall auch noch. Aber einfach nicht mehr so in der klassischen Beziehung einfach. Also, das hatte ich ja auch schon irgendwie mal wieder, oder immer mal wieder sage ich das ja, wie stolz ich eigentlich bin, dass wir das einfach so hinkriegen. Also ich glaube, das ist für mich echt einer der größten Geschenke. Also. Und ich finde eben auch, dass die Liebe, die wir haben, das ist wirklich was ganz Besonderes. So eine Lebensliebe ist das, finde ich. Dass wir füreinander da sind und dass wir das alles schon durchlebt haben, was wir in dieser Zeit. So eine Urverbindung. Ja. Ja. Ich glaube gar nicht mal, dass es eine Liebe ist. Also Liebe ist ja irgendwie so ein Gefühl. Ich glaube irgendwas anderes, was das ist. Aber ich habe da gar kein Wort dafür. Ja, ich finde auch, das ist so ein, wenn man jetzt auf esoterische Art und Weise geht, wo man dann einfach sagt, man kennt sich schon zig Leben. Und bei uns ist auch dieses, ja, man ist füreinander da und dieses Gefühl. Ich glaube, das hat mich damals auch, wo wir uns kennengelernt hatten, wieder zu dir zurückgebracht. Ich habe aber so eine Vertrautheit bei dir. Und ich glaube, das sehen die anderen auch bei uns, dass wir so von Grund auf so einfach wie füreinander bestimmt sind. Wie bei diesem Film Der Wolkenatlas, wo sich ständig irgendwelche Seelen treffen, immer wieder in den nächsten Leben. Und so ist das mit dir. Ja, da kommt schon ein bisschen Pipi in die Augen. Oh. Ja, bei mir auch das Linke. Und das ist schön. Und das ist das, ja, ich liebe dich definitiv noch. Richtig auch. Oh.